für die CD So auf Erden sind wir wieder nach Ziegenhain gegangen, in das Wohnzimmer von meinen Eltern, von Gunnar und Corinna. Das ist das Wohnzimmer, wo Friends of Jesus angefangen hat, vor 14 Jahren auf dem Geburtstag von meiner Schwester. Und das ist auch das Wohnzimmer, wo wir unsere erste CD zu Hause aufgenommen haben. Und wir haben uns versucht, einiges, was wir in der Vergangenheit gelernt haben, dort auch noch zu verbessern, was wir gelernt haben über Aufnahmen. Und so haben wir einen Raum im Raum zum Beispiel gebaut für das Schlagzeug, so mit 2 großen Glasscheiben drin. Das hat uns ermöglicht, dass wir weiter die Sachen live aufnehmen konnten, weil das Schlagzeug natürlich dann nicht so sehr auf den Mikrofon, also für den Gesangsstimmen war. Und bei uns war es schon immer wichtig und ist es auch immer noch wichtig, die Sachen möglichst, wenn es geht, immer live aufzunehmen. Das heißt, alle zusammen aufzunehmen, alle Bandmitglieder gleichzeitig spielen. Das macht es einfach einfacher. Wir sprechen immer davon, das nennen wir immer, das macht es einfach, zusammen zu fließen. Und da haben wir gemerkt, dass es doch einiges gebracht hat. Und da sind wir ganz froh drüber. Und was ganz wichtig ist, oder wenn man die CD hört, oder wenn man uns fragt, was macht die CD aus, dann ist es ganz klar die Gemeinschaft. Weil man sieht immer das, was man sieht, und ist halt die Band. Und wir werden auch öfters mal eingeladen, und wenn wir dann rausfahren, ist auch das, was man sieht, die Band. Aber uns ist es wichtig, und das versuchen wir auch immer wieder zu formulieren, es ist nicht nur die Band. Und die Band ist eigentlich nur so geworden, wie sie jetzt ist, weil ein gewisser Lebensstil der Gemeinschaft dahinter steckt. Und das Zentrum ist ganz klar, ist Jesus Christus. Und das macht es neben allen Schwierigkeiten, die wir auch in der Gemeinschaft haben, neben schweren Zeiten oder Zeiten, wo es anstrengend ist, macht es lebenswert, diesen Lebensstil zu führen, weil wir wissen, dass es ein Ziel hat, das Ganze. Und wir sehen die Früchte, wir können die Früchte jetzt schon erkennen. Und also wir können sagen, dass die CD ein Spiegel ist der letzten 1,5 bis 2 Jahre, ein Spiegel dessen, was wir zusammen erlebt haben als Friends of Jesus. Ja, und wir können auch ganz ehrlich sagen, dass es überhaupt nicht möglich gewesen wäre, ohne diese Unterstützung von den anderen Friends. Und ich glaube, diese Wärme, von der ich versuche gerade zu erzählen, diese Wärme ist auch wahrzunehmen auf der CD, in den Liedern wahrzunehmen, auf dem Cover wahrzunehmen. Jetzt soll ich hier ein kurzes Statement geben. Das, was ich sagen kann, ist, dass ich mir jetzt letztens beim Autofahren die CD angehört habe. Und ich habe gedacht, die haben es gut gemacht. Und was ich besonders gut finde, das sind die Texte. Die Texte sind sowas von aktuell für unsere heutige Zeit. Wo so viel Umbruch ist, wo so viel Traurigkeit auch ist. Und wo wir doch so viel Hoffnung und Freude brauchen. Und ich glaube, dass das, was diese jungen Menschen und auch älteren Menschen, weil wir sind ja wirklich ein gemischtes Team in der Band, da von Gott bekommen haben, das ist ganz kostbar. Und da wir auch in einer Gemeinschaft zusammenleben und wir versuchen, gemeinsam durch Prozesse durchzugehen und lachen und weinen und zusammenhalten, so glaube ich, dass diese CD wirklich zum Segen für euch wird und für viele andere. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei. Und dann sind wir noch nach Legnica in Polen gefahren, nämlich zu dem Schwiegervater von Tobias, der spielt Cello. Und da haben wir für ein Lied, sind wir dorthin gefahren und haben
bevor wir dann nach Dresden gefahren sind zum Abmischen, haben dort noch dieses Cello aufgenommen für ein Lied. So auf Erden, der Titel dieser CD hätte treffender nicht sein können. Er ist ein Stück aus dem Vaterunser, dem Gebet, was Jesus uns gegeben hat, wo es heißt, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Das ist auch das, was wir hier leben sollen. Dass wir die Werte, die Jesus verkündigt hat, die er gelebt hat, in dieser Zeit, in diesen Umständen, in denen wir leben, sei es auf der Arbeit, sei es in der Schule, wo auch immer, dass wir diese Werte verkörpern und leben. Und ich finde, dass die CD mit ihrer Musik und ihren Texten ein Stück dessen widerspiegelt, ein Stück Himmel auf Erden. Übrigens, Lied Nummer 3, die auf den Herrn harren, bekommen neue Kraft, aus Jesaja 40,31, spricht mich ganz besonders an. Das war ein Song, den sie spontan aufgenommen haben, aber eigentlich ist es gar nicht spontan mehr, sondern es ist ein Lied von Gott geworden. Und wenn ich dieses Lied höre, dann gibt mir das oft tatsächlich neue Kraft, weil es Gottes Wort ist, was ausgesungen wird. Und das fand ich besonders schön.